Am GRA2, was sein Verdienst für die SIA ist enorm gross. Im Normenwesen war er sehr breit unterwegs, sehr aktiv. Er hat sehr viele Jahre für ein SIA geschafft. Und ich glaube, wie es so oft ist, oder, in der Anwendung der Normen weiss man als Anwender nicht, wer dahinter steht. Il a une passion pour son métier, pour la technique des bâtiments. Ça sent aussi parce qu'il a enseigné à la haute école. Wenn man sieht, was alles resultiert hat, dann ist es unbestritten, dass das ein Markenzeichen war, auch von Gerhard etwas mit Nachdruck zu verfolgen. Auf eine leisliche Art, aber auf eine bestimmte Art. When you have meetings, you have some people who speak up every time. But when he speaks up, he has a message. Auf die Sitzung mit Gerhard freue ich mich sehr. Gerhard ist eigentlich der Vermittler. Er ist auch sehr motivierend. Er ist enthusiastisch, vorwärts zu gehen. Und gleichzeitig sieht er aber auch, dass es nur geht, wenn man zusammen diskutiert, wenn man sich versteht. Er war immer fair, er war immer bemüht, Kompromisse zu finden, die für alle Parteien gehen. Und ich finde, das macht ihn aus. Und das ist schon so außergewöhnlich. Also man muss natürlich das Argument vom Gegenüber ernst nehmen und dann probieren, da irgendwie eine Synthese zu machen. Oder? Also sonst kommt man nicht zum Ziel. Die eigene Position durchpauken ist nicht zielführend. Mein Name ist Gerhard Zweifel. Ich bin diplomierter Maschineningenieur. Nach dem Studium 3 Jahre Solartechnik. Dann bin ich 12 Jahre Tempo in die Forschung. Dort mit der Gebäudesimulation. Sehr schnell bin ich in Kontakt gekommen und das ist mein Kerngebiet geblieben bis Ende meiner Berufskarriere. Oder bis heute, kann man sagen. Er ist in ein gut vorbereitetes Nest eingestiegen. Das Nest war nämlich ein Team da, vielleicht nicht ganz die Leute alle da, aber ein grösseres Team, das sich aufgemacht hat, auf dem Energie-Nachhaltigkeitsbereich zu arbeiten. Ich bin vom Hannes Rüsch hergekommen, von dieser kleinsten Firma. Nie einen Computer angelenkt, 3 Jahre lang nach dem Studium. Und ich habe denen gesagt, im Vorstellungsgespräch, also ich wollte nicht einfach am Computer hocken. Ich muss mir vorstellen, da hat man noch nicht die Computer gehabt, die man heute hat, sondern da hat man noch sehr stark selber programmieren, das alles zu verstehen und so aufzubauen, dass das auf diesen Rechenleistungen überhaupt funktioniert. Wir haben von der wissenschaftlichen Seite, von der technischen Seite her in die Sachen geschaut und die anderen haben es dann auch umsetzen. Und die Verbindung hat es gebraucht, dass es auch besteht, dann längerfristig. Und auf der anderen Seite hat dann der Gerhard relativ bald gemerkt, dass noch viel mehr zu holen wäre, wenn man auch ins Ausland ging. Ganz abgesehen davon, dass hier und da eine Reise auch noch schön war auf Berkeley oder so. Das BFE hat dann das finanziert, der Schweizer Teil, oder? Und wir haben dort eigentlich immer wieder so Projekte akquirieren und damit halt eben weltweit mit den Instituten zusammenarbeiten. Und dort hat er dann auch Assistenten wie mich zum Beispiel mit eingezogen in diese Meetings und hat eigentlich den ganzen Horizont aufgeweitert, wie die internationale Forschung verlaufen tut und dann auch Spitze von der Forschung können anschliessen, um zu schauen, was dort wirklich gemacht wird und durch das auch eigentlich das Interesse geweckt. Ja, er ist einfach ein Förderer. Also das ist seine Natur. Er war immer einer, der nicht nur gefördert, sondern auch in dem Sinn, also indirekt gefordert hat, sondern einfach gesagt hat, du, solange du Initiativen zeigst, kann ich dir helfen. Der Gerhard ist für mich einfach wahnsinnig menschlich. Er hat mir, ich war knusprig Anfang 30 gewesen, hat er mir zugetraut, eine Kommission zu übernehmen, die politisch hochheikel ist. Wir haben über 6 Jahre an diesem Produkt gearbeitet. Aber es war wahnsinnig schön und er hat mich immer unterstützt. Man konnte ihn fragen, was man wollte und hat immer eine fundierte Antwort bekommen. Man hat gemerkt, dass er ein riesiges Wissen hat und auch schon sehr viel in seinem Leben in diesem Bereich gemacht hat, wo man nachher mit ihm diskutieren konnte. Sobald man ein bisschen Interesse hatte oder auch irgendwie gemerkt hat, da ist etwas dahinter und ihn nachgefragt hat oder so, dann hat es so richtig gesprudelt. Dann ist gekommen und dann hat man wie seine Begeisterung auch für die Materie gemerkt und mit dem hat er einem auch recht anstecken, dass man dann wirklich Freude daran bekommen hat. Das ist ja das, was ihn dann motiviert, was mich immer auch motiviert, tiefer graben. Oder wenn ich etwas nicht verstehe, dann
muss ich halt nochmal und nochmal tiefer schauen und dort noch das noch ausprobieren etc. Das ist Forschung. Und der Gerhard Zwiefel hat es wirklich verstanden, eben einerseits eine Speerspitze zu bauen, aber dann auch das, was sich bewährt hat, können in eine Norm überzuführen, eben Regeln der Baukunde machen, dass man dann auch den Standard oder die Qualität können verorten und breit können nachher anwenden. Und das zieht sich auch durch in seinem Leben und in seinem Werk und in seinem Wirken beim SIA. Nämlich, dass man weggekommen ist von nur noch statischen und pseudodynamischen Rechnungen und jetzt eine ganze Normenreihe hat, die wirklich auch darauf aufbaut, dass man dynamisch rechnet und Dynamik und Thermodynamik vollständig mitnimmt. Gerhard ist mutig. Er hat gesehen, dass die Normierungsmethoden, die es heute gibt, nicht ausreichen eigentlich, um dieses zukünftige Klima so abzubilden, wie wir das heute können, auch dank der Daten von Meteo Schweiz. Ich finde, man kann auch sagen, dass Gerhard Zweifel ein Brückenbauer ist, der eben die Wissenschaft und die Anwendung verbindet, weil er sich immer bemüht, die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse zu implementieren, aber gleichzeitig die praktische Anwendung nie aus den Augen verliert. Die zukunftsgerichtete Klimadaten ist für die ganze Branche von der Gebäude- und Energietechnik relevant und ist relevant für andere Normen, um Gebäude und Systeme zukunftsgerichtet zu planen. Er lässt den Experten den Raum, ist interessiert an Fachinput und neuen Methoden und denkt dabei auch immer kritisch mit und fragt auch fleißig nach. Es gab viele Widerstände, es gab viele Fragestellungen, wo man im ersten Moment nicht wusste, wie man die lösen kann. Die Ressourcen sind beschränkt. Aber seine Art hat es ermöglicht, dass man immer wieder einen Schritt vorwärts gekommen ist. Vieles von dem ist europäisch, oder? Quasi wie auch ein bisschen EU-zentriert, sage ich jetzt mal, oder EU ausgerichtet. Und dort bin ich ein Exot. Als Schweizer, oder? Und trotzdem muss ich sagen, habe ich mich nie irgendwie ausgeschlossen gefühlt. Ich bin voll integriert, voll akzeptiert. Und von dort her denke ich, ist das auch das Verdienst ist so ein bisschen, ja, darf man glaube ich auch sagen. Ja. Mit seinem Blick fürs große Ganze hat Gerhard Zweifel auch dafür gesorgt, dass wir unseren Ansatz, den wir bei Meteo Schweiz entwickelt haben, auch auf internationaler Ebene in den ISO-Normen vorstellen konnten und hat uns eingeführt in die entsprechenden Normengruppen. Well, to illustrate this, one of the standards he really prepared as leader of Working Group 21 in TC 156 was a standard with the most equations and very concise and precise, and it worked. He proved with Excel files that the standard was working, and that was very impressive. Wenn ich merke, damit das Ziel erreicht wird, muss ich halt jetzt selber einen Zeck arbeiten. Am Schluss ist es dafür gemacht, ja. C'est quelqu'un qui n'a pas compté ses heures, qui a toujours été très agréable, qui a un certain sens de l'humour aussi, qui ne parle pas pour rien dire, mais qui s'implique vraiment dans les commissions. Il n'est pas là juste pour occuper une chaise. Die Bedeutung der Auszeichnung von Gerhard ist sehr gross, weil das auch zeigt für einen Nachwuchs, der sich engagieren in den Normen, dass es doch auch ein Bereich ist, wo man sehr viel erreichen kann. Und das freut mich natürlich enorm, dass jemand aus diesem Bereich die Ehrenmitgliedschaft so verleiht bekommt und unserer Branche ein bisschen Glanzlicht gibt. Je suis vraiment très contente d'avoir eu la chance de le connaître. Et je trouve que cet honneur est totalement mérité pour Gerhard Zweifel. Er hat ganz klar die Branche mit seiner Tätigkeit maßgeblich mitgestaltet. Und er hat nachher über die internationale Forschung auch den Horizont erweitert. Als Fachmann hat er definitiv Spuren hinterlassen, nicht nur im SIA, sondern eben auch bei uns an der Hochschule Luzern. Und ich habe sehr viel von ihm lernen und profitieren. Und sage das nicht nur fachlich, sondern ich habe das Gefühl auch auf der menschlichen Art. He is professional first and then reliable as a Swiss clockwork. Also man macht Excel-Listen, die man abhäkeln kann, oder? Und die einen sind gut im Häkchen setzen. Egal, ob sie es gemacht haben oder nicht. Und die anderen sind gut im Sachenmachen und vernachlässigen das Häkchen setzen. Und zu den letzten gehöre ich. Gerhard Zweifel est justement une personne très bien connectée, qui dispose d'un excellent esprit d'équipe. On peut aussi souligner qu'il est une éminence grise. C'est une personne qui place toujours le projet, c'est-à-dire le succès du projet, au premier plan et jamais ses intérêts personnels.
toutes ces qualités rendent le travail de Gerhard extrêmement précieux, au-delà bien sûr de ses compétences professionnelles qui sont hors du commun.